2 Männer stehen vor der Himmelspforte und begehren den Einlass. Petrus öffnet und fragt den ersten, warst du im Fegefeuer? Darauf der Gefragte, nein, aber ich war 40 Jahre verheiratet. In Ordnung, du darfst eintreten. Dann wendet sich Petrus dem Zweiten zu, und was ist mit dir? Ich war sogar 2-mal verheiratet, berichtet dieser. Darauf Petrus grinsend, dir bleibt der Himmel leider verschlossen, Unglückliche dürfen eintreten, Dummköpfe müssen draußen bleiben. Welchen Wein können Sie mir denn für meine Silberhochzeit empfehlen, fragt ein Kunde den Weinhändler. Dieser erwidert, das kommt darauf an, ob Sie feiern oder vergessen wollen. Ein Mann fragt seinen Nachbar, warum ziehst du eigentlich immer die Vorhänge hoch, wenn deine Frau singt? Damit niemand denkt, ich würde sie schlagen, erwidert dieser. Der Arzt mit besorgter Miene zum Patienten, Sie sollten wirklich weniger Alkohol trinken. Ihre letzte Blutprobe hat sich verflüssigt, bevor ich sie untersuchen konnte. Ein Ehepaar spaziert über eine Brücke. Fragt sie, Liebling, würdest du mich retten, wenn ich ins Wasser fiele? Darauf er, wenn ich ja sage, würdest du dann springen? Warum frisst die Gottesanbeterin das Männchen während der Begattung? Um das Schnarchen zu beenden, bevor es angefangen hat. Begegnen sich 2 Frauen in der Oper. Meint die eine schnippisch, ihr Kleid ist wirklich entzückend, aber das habe ich Ihnen ja schon letztes Jahr gesagt. In der Schnapsbrennerei kommt ein Arbeiter aufgeregt ins Büro des Chefs gestürmt. Chef, Heinrich ist in den Kessel mit Gin gestürzt und ertrunken. Daraufhin der Chef, oh, was für ein schrecklicher Tod. Erwidert der Arbeiter, ich glaube nicht. Er kam noch 3-mal hoch und hat Oliven verlangt. Ein junges Paar beim Essen. Sie, na, schmeckt es dir? Er, suchst du schon wieder Streit? 2 Kinder kommen atemlos in die Drogerie, unser Vater ist in einen Bienenstock gefallen. Darauf die Verkäuferin, und jetzt braucht ihr eine Salbe? Die Geschwister schütteln den Kopf, nein, neue Batterien für die Kamera. 85% der Frauen finden ihren Arsch zu dick, 10% zu dünn. Nur 5% finden ihn so wie er ist in Ordnung und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben. 2 Nachbarn unterhalten sich bei der Gartenarbeit. Meint der eine, fürchten Sie denn nicht, dass Ihnen die Vögel die ganze Saat wegfressen? Vielleicht sollten Sie lieber eine Vogelscheuche aufstellen. Darauf der andere, ich glaube nicht, dass das nötig ist, meine Frau ist sehr oft im Garten. Was haben Brüste und Spielzeugeisenbahnen gemeinsam? Beides ist für Kinder gedacht, aber die Väter spielen damit. Was hat 4 Arme und ein Bein? Ein Pitbull, der vom Spielplatz kommt. Der Arzt zum Patienten, Ihr Husten hört sich ja schon viel besser an. Darauf der Patient, ich habe ja auch Tag und Nacht geübt. Warum finden Männer Frauen in Lack und Leder so anziehend? Sie riechen wie ein neues Auto. Unterhalten sich 2 Männer. Meint der eine, ich bin seit einigen Monaten Schriftsteller. Erkündigt sich der andere interessiert, und haben Sie schon etwas verkauft? Ja, mein Haus, mein Auto und letzte Woche meinen Computer. Können Sie mir helfen? Erkündigt sich eine Patientin beim Schönheitschirurgen. Dieser mustert sie und meint, tut mir leid, aber Enthauptungen bieten wir hier nicht an. Ich glaube im Bier sind weibliche Hormone, meint ein Typ an der Bar zu seinem Kumpel. Warum denn das? Fragt dieser. Immer wenn ich zu viel davon trinke, kann ich nicht mehr gescheit Auto fahren. Ein aufgewiegelter Bürger rennt während der Französischen Revolution durch die Straßen von Paris und ruft, Menstruation, Menstruation. Daraufhin spricht ihn jemand an, das heißt doch, Revolution. Egal, Hauptsache es fließt Blut. Ein Deutscher, ein Russe und ein Muslim sitzen im Flieger. Als der Stewardess den Deutscher fragt, was er trinken mag, erwidert dieser, Bier. Als nächstes fragt sie den Russen, welcher antwortet mit Wodka. Als sie sich dem Dritten zuwendet, antwortet Isa, für mich bitte nur Wasser. Ich muss gleich noch ans Steuer. Die
Sind 2 Leute im Büro, sagt der eine. Haben Sie gepupst, sagt der andere. Selbstverständlich, glauben Sie, ich rieche immer so? Fängt ein Polizist einen Räuber, sagt der Räuber. Oh, ich habe am Tatort noch meine Mütze liegen gelassen. Darf ich schnell hingehen und sie holen? Sagt der Polizist. Nee, so dumm bin ich nicht. Ich gehe sie holen und du bleibst hier. Ein Gast ruft den Kellner, um zu bezahlen. Fragt der Kellner, was hatten Sie denn? Antwortet der Gast, Durst und Hunger. Treffen sich 2 Kerzen, fragt die eine, ist Wasser gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. 2 Männer unterhalten sich, gestern bei dem Stromausfall habe ich 1 Stunde im Lift gesteckt. Sagt der zweite, ist noch gar nichts, ich habe 2 Stunden auf der Rolltreppe gestanden. Ein Mann ist mit seinen beiden Stadtkindern im Wald. Da zeigt er auf einen Ameisenhaufen und erklärt, das ist ein Ameisenhaufen. Wundert sich der eine Sohn, dass so ein kleines Tier so einen großen Haufen machen kann. Ein Flugpilot flog einmal ein Flugzeug mit lauter Fußballern drin, das Flugzeug wackelte und der Pilot fragte den Flugbegleiter, wieso wackelt das Flugzeug so? Wir stürzen gleich ab. Die spielen da hinten Fußball, sagte der Flugbegleiter. Also ist er nach hinten gegangen und kam gleich wieder zurück. Das Flugzeug wackelte nicht mehr und der Pilot fragte, was hast du denen gesagt? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen draußen spielen. Wahrsagerin entsetzt zu ihrer Kundin, ich sehe etwas Schreckliches in ihren Händen. Man wird sie töten, zerstückeln und essen. Darauf die Kundin, Moment, ich ziehe nur eben meine Schweinslederhandschuhe aus. Was versteht ein Mann unter im Haushalt helfen? Die Beine anheben, damit die Frau besser darunter saugen kann. Was war Jesus von Beruf? Student, er wohnte mit 30 noch bei seinen Eltern, hatte lange Haare und wenn er etwas tat, war es Wunder. Unterhalten sich 2 Junggesellen. Meint der eine, du, ich habe vorhin eine Prostituierte getroffen, die für 20 € alles gemacht hat. Und jetzt rate mal, wer eine aufgeräumte Wohnung hat. Was haben 60-jährige Frauen zwischen den Brüsten, was 20-jährige nicht haben? Einen Bauchnabel. Treffen sich 2 Jugendfreunde. Meint der eine, und wie ist es so, verheiratet zu sein? Sagt der andere, ich fühle mich immer jünger, jetzt rauche ich wieder heimlich auf der Toilette. Immer mehr Rentner verschwinden spurlos im Internet. Sie haben auf Alt und Entfernen gedrückt. Du, Papa, erkündigt sich der kleine Lukas, wie hieß eigentlich die Schwiegermutter von Adam? Brummt der Vater, der hatte keine, der lebte doch im Paradies. Ein Elefant trifft ein Kamel und fragt, warum hast du denn die Brüste auf dem Rücken? Darauf das Kamel, gewagt Frage für einen, der seinen Schwanz mitten im Gesicht trägt. Fragt eine Kerze die andere Kerze, was tust du heute Abend? Darauf antwortet die andere Kerze, ich gehe heute aus. Es fängt mit Po an und man sitzt darauf und es hat 4 Buchstaben? Pony. Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich um 3 Uhr nachts bei uns geklingelt. Mir wäre glatt die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Ein Polizist sagt zu seiner Kollegin, ich habe den Verbrecher jetzt 2 Stunden verhört. Und? Hat er gestanden? Ja, natürlich. Glaubst du etwa, ich biete dem Ganoven einen Stuhl an? Der Lehrer sagt zu Fritzchen, nenne mir bitte 3 Tiere. Fritzchen antwortet, Pferdchen, Schäfchen und Mäuschen. Da sagt der Lehrer, und jetzt bitte ohne Chen. Fritzchen, Kanin, Eichhörn und Fred. Mama, fragt die kleine Betty, ist dein Bauch wirklich so dick, weil da ein Baby drinne ist? Lächelnd antwortet die Mutter, aber ja, da ist ein kleines Schwesterchen drin. Hast du die denn lieb? Fragt Betty weiter. Aber natürlich, sagt die Mutter. Aber warum hast du sie dann aufgegessen? Wie nennt man eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann sich gerade rumtreibt? Witwe. Sie zu ihrem Freund, findest du nicht, dass die Gurkenmaske Wunder gewirkt hat? Darauf er, auf jeden Fall, ich weiß nur nicht, warum du sie wieder abgenommen hast. Fritzchen war in der Schule und warf sein Brot aus dem Fenster.
Der Lehrer fragte, war das mit Absicht? Heute liest Sportreporter Helmut Fritzchen Hoffen aus sagte, seinem neuen nein, Buch. mit Käse. Fritzchen fragt seinen Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mama fragt Fritzchen, wo ist das Sieb? Antwortet Fritzchen, das habe ich in den Müll geworfen, da waren so viele Löcher drin. Fragt Fritz seine Oma, warum sind im Kirschkuchen keine Kirschen drin? Sagt die Oma, na, findest du im Hundekuchen einen Hund? Fritzchen sagt zu seiner Schüssel Wackelpudding, du brauchst gar nicht so zu zittern, ich esse dich trotzdem. Fritzchen sagt zu Anna, ich habe ein Puzzle mit 20 Teilen in 2 Monaten fertig geputzelt. Anna fragt, das findest du wirklich gut? Ja klar, auf der Packung stand 2 bis 6 Jahre. Der Lehrer fragt Fritzchen, kannst du mir zeigen, wo Amerika liegt? Fritzchen fuchtelt erst unsicher herum und zeigt dann tatsächlich auf Amerika. Und wer hat Amerika entdeckt? Fragt der Lehrer. Na, Fritzchen, ruft die ganze Klasse. Fritzchen saß in der Schule. Da kam der Lehrer und nahm Fritzchen den Apfel weg. Er sagte, wenn du den Apfel haben willst, dann sage mir 3 Obstsorten. Da sagte Fritzchen, gib mir meinen Apfel, du Pflaume, sonst kriegst du 1 auf die Birne. Fritzchen erklärt seiner Oma das Internet. Er sagt, öffne mal ein Fenster. Sie steht auf und öffnet das Fenster. Fritzchen geht mit seiner Oma in den Park. Da sieht er einen 10-Euro-Schein. Er will ihn aufheben, doch die Oma sagt, man darf keine Dinge aufheben, die auf dem Boden liegen. Zurück zu Hause sagt seine Oma, räum dein Zimmer auf. Doch Fritzchen sagt, man darf keine Sachen aufheben, die auf dem Boden liegen. Fritzchen und Oma gehen im Wald spazieren. Sagt Fritzchen, schau mal, ein Eichhörnchen. Wo denn? Schon weg. Dann gehen sie weiter. Nach ein paar Metern sagt Fritzchen wieder, schau mal, ein Eichhörnchen. Wo denn? Schon weg. Oma antwortet, das nächste Mal musst du mir früher Bescheid sagen. Bald darauf ruft Fritzchen, schau mal, ein Eichhörnchen. Wo denn? Kommt gleich. Mama fragt, weißt du, wo das Sieb ist, Fritzchen? Fritzchen sagt, ja, das hab ich weggeworfen. Da waren so viele Löcher drin. Fritzchen sollte mit seiner Schwester einkaufen gehen. Sagt die Mutter zu Fritzchen, nimm deine Schwester und nur das mit, was auf dem Einkaufszettel steht. Fritzchen kam wieder, seine Mutter fragte, wo ist deine Schwester? Im Laden. Fritzchen sagt, mein Apfel schmeckt nicht. Oma fragt, hast du ihn gewaschen? Fritzchen antwortet, ja natürlich, mit Seife. In der Schule sagt der Lehrer zu seiner Klasse, wer die nächste Frage richtig beantwortet, darf nach Hause gehen. Fritzchen wirft seinen Stift nach vorne, sagt der Lehrer, wer hat diesen Stift geworfen? Fritzchen antwortet, das war ich. Bis morgen dann. Zum Beispiel Bündnerfleisch. 1, 2, 3. Mutter,